Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Wir haben heute hier leider ein Problem mit einem BMW 3er. Das Problem wird viele Werkstätten, viele von euch, alle BMW-Fahrer betreffen, die ein Fahrzeug haben, was ungefähr bis 2012 gebaut wurde. Und zwar das Problem mit dem Steuergerät für die Beleuchtung. Wenn man bei einem Fahrzeug irgendwelche Reparaturen, Arbeiten durchführt, wird oft die Batterie angeklemmt, genauso wie in diesem Fall. Und nach dem Abklemmen der Batterie funktioniert auf einmal der größte Teil der Beleuchtung auch nicht mehr, auch die Fensterheber. Und natürlich hast du dann das Problem, dem Kunden zu erklären, hat doch bis eben alles funktioniert. Und darum geht es auch in diesem Video. Denn dieses Problem wird alle von euch betreffen, die einen 3er fahren, 1er fahren, 6er, auch X1, X5, X6. Denn diese Steuergeräte für die Beleuchtung, die haben leider einen eingebauten Softwarefehler. Dieser Softwarefehler wird erst sichtbar, wenn ihr einen Reset des Steuergeräts macht. Das heißt, durch die Batterie den Tausch oder abklemmen oder durch eine bestimmte Diagnose, wie leider auch in diesem Fall. Was kann man da machen oder was passiert? Der Fehler ist schon lange vorhanden, aber solange die Batterie nicht abgeklemmt wird und das Steuergerät nicht neu gestartet, erfährt davon keiner. Und wenn das passiert, dann, wie gesagt, Blinker gehen nicht mehr, Fensterheber gehen nicht mehr und so weiter. Was macht BMW in dem Fall? BMW tauscht das Steuergerät. Das ist aber gar nicht so tragisch. Das Steuergerät kostet natürlich um die 750 €, je nachdem, was das für ein Modell ist. Bei manchen ist es ein bisschen günstiger, bei manchen ein bisschen teurer. Aber um dieses Steuergerät bei dem Fahrzeug einzubauen, muss das gesamte Fahrzeug, also das Navigationssystem, das Bluetooth-Steuergerät, das Motorsteuergerät, ABS, Getriebe, muss das gesamte Fahrzeug, was jetzt über 10 Jahre alt ist, auf den neuen Softwarestand gebraucht werden von dem neuen Steuergerät. Und das ist eine Katastrophe. Andere Hersteller haben das leider oder zum Glück anders gemacht. Bei Mercedes wird ein Steuergerät getauscht, völlig egal, das Steuergerät wird programmiert, Thema ist abgehakt. Hier muss das gesamte Fahrzeug abgedatet werden und allein ein Update vom Navi dauert 5 Stunden und die Wahrscheinlichkeit, dass bei 15 Steuergeräten eins kaputt geht, ist 99%. Wäre an sich ja auch nicht tragisch, wenn BMW diese Kosten übernehmen würde für das defekte Steuergerät. Tun die aber nicht. Das heißt, übernehmen tut das der Kunde, beziehungsweise dann hat die Werkstatt mehr Kopfschmerzen. Wir haben die Möglichkeit, dieses Steuergerät entweder softwaretechnisch instand zu setzen. Das heißt, wir programmieren eine modifizierte Software, damit dieses Problem nicht wiederkommt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Steuergerät instand zu setzen. Man kann es einfach wiederherstellen, aber was bringt euch eine Wiederherstellung, die vielleicht nicht viel Geld kostet, aber wo das Problem nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wiederkommt und danach müsst ihr wieder bezahlen. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, eine modifizierte Software draufzuspielen, damit dieses Problem abgehakt ist und ihr müsst das Auto nicht updaten. Ihr baut das Steuergerät aus, schickt uns das Steuergerät zu, eine kurze Fehlerbeschreibung, was ihr für ein Problem habt und wir werden euch helfen. Bei manchen Fällen gibt es natürlich auch ein Hardware-Problem. Das heißt, dass das Steuergerät mechanisch kaputt ist. Das kann immer passieren, wenn man falsch überbrückt hat oder da irgendwie Wasser reingelaufen ist oder ein Bauteil. In diesem Fall besorgen wir ein gebrauchtes Austauschsteuergerät. Ihr bezahlt das, was das Austauschsteuergerät sozusagen kostet und dann haben wir auch die Möglichkeit, das Steuergerät zuzuschicken, ohne dass das Auto hierher muss. Das heißt, in jedem Fall werden wir euch helfen. Entschuldigung. Und zwar, es gibt aber auch andere Probleme bei dem Fahrzeug. Es gibt zum Beispiel ein Problem, den 1er haben wir hier, aber es gibt auch bei dem Fahrzeug gibt das Problem, wenn zum Beispiel eine Lampe länger defekt war, dann schaltet das Fahrzeug diese Komponente ab. Dann kannst du machen, was du willst, du musst das Steuergerät tauschen. In dem Fall wollte BMW für das Steuergerät, in dem Steuergerät auch die Wegfahrsperre drin, über 2000 € haben, nur weil das Fernlicht nicht funktioniert. Dieses Problem haben wir bei anderen Fahrzeugen genauso. Tauschen, eine Sache, weil kostet zwar viel Geld, aber das gesamte Fahrzeug muss wieder geupdatet werden und diese Folgekosten, die durch diesen Tausch passieren, das kann sehr, sehr teuer werden und sollte man auch vermeiden. Deswegen auch in so einem Fall können wir euch behilflich sein. Entweder wir können das Steuergerät instand setzen oder wir werden ein passendes, gebrauchtes Steuergerät für euch finden. Ihr bekommt das vorkodiert, ihr baut das ein, fertig. Ihr müsst keine Fehler löschen, ihr müsst nichts kodieren, ihr müsst nichts machen und vor allem ihr müsst euch für die Zukunft keine Sorgen machen, dass sowas wieder passiert. Wenn ihr an sowas Interesse habt und ich denke, viele von euch werden diese Probleme früher oder später bekommen, meldet euch telefonisch oder per E-Mail und wir haben eine Lösung für euch, die halt auch nachhaltig ist und auch möglichst lange hält.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.